Hey Leute, was rollt? So, nice. Ist der Ton okay? Weil irgendwie ist er mir gerade wieder auf. Warte mal. Hallo. Hallo. Könnt ihr mich hören? Chat, könnt ihr mir was sagen kurz? Irgendwie ist der Pegel von dem Mikrofon jetzt plötzlich wieder Stereo, obwohl davon nur ein Balken da war. Ganz komische Sache. Aber gut, ja, läuft irgendwie anscheinend. Aber ja, egal. Muss irgendwie laufen. Ja, cool. Nice. Okay, Ton ist okay. Ja, sehr gut. Ja, auch cool, okay, dass du am Start bist. Genau, ich schicke kurz mal den Link an die anderen. Sekunde kurz. Muss hier noch mal eben an dem anderen Bildschirm noch den Chat aufmachen für den Hochkant-Stream. Falls da irgendwer reinschreibt. So, okay. Nice. Dann Sekunde. Sekunde. Lalalala. Okay, dann Sekunde, bin auch noch gerade dabei. So. Okay, ich hab's jetzt soweit allen geschickt, die das eventuell gucken würden. Sehr gut. Dann machen wir noch mal weiter, auf jeden Fall. Ja, Leute, erstmal willkommen zum neuen Livestream. Hi, Raula, danke dir fürs Abo. Vielen Dank. Geil. Du bist in Konzert beigetreten. Dankeschön. Geil. Du bist verheiratet? Wer? Ich? Wo ist der Ring? Okay, lol. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das bin, aber ja, hab nichts dagegen zu erhalten. Nice. Ja, Leute, willkommen zum Stream auf jeden Fall. Danke, dass ihr alle hier seid. Und, genau. Nee, ist leider nicht machbar, den Chat zu anzulegen, glaube ich, weil es leider halt zwei separate Streams sind, obwohl die parallel laufen, aber die Zuschaueranzahl wird halt irgendwie dann doch so angelegt und so. Hi Dandy, was wollt? Geil. Ja Leute, wie geht's euch erstmal? Ich habe ja vorhin auf das Gott, ich bin auch ein bisschen durch, genau, Xbox Showcase habe ich reagiert. Und jetzt wollte ich noch mal was nachholen. Und zwar war da bei dem, sag mal, Gamefest noch mal sowas hinten dran. Ihr lest ja schon das Ganze in dem Dings, in dem Titel.
Und zwar Day of the Devs. Das ist auch so ein Gaming Showcase, ähnlicher wie die anderen, obwohl mit kleineren Indie-Spielen, wie das verstehe. Geht eine Stunde, das kriegen wir doch wohl alle hin. Und ich habe vorhin noch ein bisschen Pause gemacht und habe jetzt mal, ja, genau, einfach mal die Kopfhörer ein bisschen aufgeladen. Jetzt habe ich die auch wieder eingeschaltet. Und genau, dann würde ich mal. Ach, deswegen ist das jetzt so. Moment mal ganz kurz. Ich hab's jetzt erst kapiert, dass jetzt das Mikrofon hier ist. Sekunde mal. Ich glaube, sobald ich das Mikrofon einschalte, wird das Mikrofon geändert. Ha, jetzt. Jetzt habe ich das richtige Mikrofon wieder eingestellt. Ist ganz komisch. Jetzt habe ich nämlich gesehen, dass das jetzt ja, Mono war und nicht mehr Stereo. Aber jetzt muss es aber passen. Muss ich mal darauf achten, dass Streamlabs mir das Ganze verrät, indem das Ganze Ton war aber okay vorher, oder? Weil jetzt lege ich halt immer noch in das Ganze in das Mic ohne diese, weil Sache ist die, diese Kopfhörer, die haben hier auch ein Mikrofon verbaut. Also sobald ich halt die Kopfhörer einschalte, übernimmt quasi das Programm das Mikrofon von den Kopfhörern. Also würde ich die theoretisch ablegen, würde man mich nicht mehr hören. Habe ich erst jetzt entdeckt, wie ich entdecken kann, quasi. Ist das crazy, ey. Aber gut, man lernt ja auch nie dazu. Ja, aber ja. Ja, okay, nett, dass du fragst, wegen der Moderation. Geht auch an den die, wenn er da ist. Es ist ja gerade im Chat nicht viel los. Auch keiner Troll da zum Glück, deswegen denke ich, müsste was gehen. Ich wünsche mir dass alle angenehmen Stream haben und so, aber klar, werft ruhig mal einen Blick drauf, ich ja auch. Falls ich mal irgendwen sehe, der kann ich auch mal sagen, dass der irgendwie trollt, aber ja, alles entspannt, deswegen. Ach ja, so. Jo. Ja, erstmal echt, danke euch, dass ihr immer so treu die Streams schaut. Ich weiß, ich bin jetzt auch in diesem Jahr nicht der super aktivste, was Videos angeht, aber die Zeit, um diese paar Videos zu gucken, die nehme ich mir, die hätte ich mir also privat mir quasi angeschaut und genau, oder ja, freue ich mich auf jeden Fall, dass der Kanal wächst und gedeiht und dass wir da ich immer wieder die bekannten Gesichter oder die ja Chatnamen sehe. Und ja, genau. Also die Kopfhörer sitzen und ich müsste jetzt eigentlich auch soweit sein. Und zwar, ich guck mal, ob ich das jetzt auch mit rein gesagt habe. Warte mal. Ich muss jetzt mal kurz auf YouTube gehen, das mir gerade mal raussuchen. Weil das ist ja auch gerade schon ein bisschen länger her. Da, hier ist das Ding. Okay, ich mache das mal auf. Oder ne, ich mache mal kurz, geht mal die Ansage, also quasi fürs Video. Sekunde mal.
Gut. Ja. 3, 2, 1. Hey Leute, was rollt? Hier ist Konz-T. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Na Leute, ihr seht's wieder mal. Hier ist ein QR-Code und da ist eine blaue 2. Heißt, ich bin wieder mal live und zwar schon wieder direkt hinten dran an das Xbox Showcase. Ich habe nämlich 2 andere Showcases noch nicht gesehen. Und zwar, hoppla. Und zwar gab's noch das, warte Gott, die Kopfhörer rutschen alle. Also. Und zwar gab es noch, ich habe noch, okay, nochmal von vorne. 3, 2, 1. Hey Leute, was rollt? Hier ist Kons-T. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Nun Leute, ihr seht, hier an der blauen 2 und hier an dem QR-Code und hier an den Kopfhörern, dass ich mal wieder live bin auf YouTube und ja, ich versuche jetzt gerade mal einen Stream nachzurollen und zwar habe ich ja bereits auf das State of Play reagiert und auch auf Summer Game Fest und das Xbox Showcase und am Ende von dem Xbox Showcase habe ich gemerkt, oh, ich habe ja noch was vergessen und zwar gab es nach dem Summer Game Fest, da wo Final Fantasy VII Revelation, der letzte Part von dem Remake, angekündigt wurde, wurde noch, ja, ein anderer, weiterer Showcase gezeigt, und zwar Day of the Devs. Gestern gab's noch das Future Game Show Showcase. Ich werde das dann morgen nachholen und vielleicht in der richtigen Reihenfolge posten. Mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, hier bin ich nun. Richte kurz meine Kopfhörer auf. Und genau, dann legen wir direkt los. Ladet gerne auch ein paar Leute in den Stream. Und an die Leute, die das Ganze nicht live gucken, ich werde die nächsten Tage, Wochen versuchen, das Ganze auch jetzt, ja, zu schneiden. Es ist echt einiges jetzt hier an Material dazu gekommen. Und auf jeden Fall, ja, danke an Rava18, dass sie dem Konzert beigetreten ist. Hat mich echt sehr gefreut neulich. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und ja, was soll ich sagen, Leute, legen wir los. Ich mache jetzt hier auf meine Facecam und ich streame jetzt auch wieder parallel in Querkant für Computer und in Hochkant für mobile Geräte. Heißt, das ist jetzt ein doppelter Livestream in 2 Formaten. Im Querkant seht ihr jetzt oben rechts meine Kamera und in dem Hochkant für mobile Geräte ist quasi mein Bildschirm oben und ich bin in der unteren Hälfte. Und ja, deswegen, hier ist das Day of the Devs Showcase. Ich denke nicht, dass jetzt so ein großer Banger kommen wird. Aber bin mal gespannt, was noch alles ja, kommen wird. Und genau, dann würde ich mal sagen, gucken wir jetzt mal die Werbung an.
Und Jetzt gibt es einen Haushaltsbackofen, mit dem machen du wir perfekte Pizza einfach bei alles 340 Grad groß, in ja? 150 Sekunden backen kannst. Ja, das ist möglich mit AEG. Du legst einfach die gusseiserne Pizzaplatte ein, startest die Pizza-Expert-Funktion, auf den mitgelieferten Schieber ziehen, ab damit in den Ofen, fertig. Jo, sehr gut. Okay, hier jetzt aber. Ja Leute, hier ist das Day of the Devs und so, und darauf würde ich jetzt gerne mal reagieren. Werden wohl ein paar Indie-Spiele gezeigt, das geht jetzt so ungefähr eine Stunde. Ob jetzt direkt, ja doch, ungefähr eine Stunde wird es schon dauern, genau. Okay, ich bin jetzt gerade hier im Chat. Okay, was läuft von heute? Ich weiß gerade nicht genau, was du meinst. Also ich reagiere jetzt auf Day of the Devs und morgen, wenn ich dazu komme, reagiere ich auf Future Game Show. Und das von heute war fertig von dem Xbox Ding. Und Gears of War. Okay. Warte mal. Warte mal kurz. Was läuft denn da bei Gregor ab? Ja, okay, mach mal. Danke. Was könnte ich nicht? Leute, ganz kurz, muss eben gerade mal gucken, was da jetzt gerade abgeht. Für den ganzen Stream. Ach ja. Ach, die PC Gaming Show. Ja, das auch noch. Kommt noch hinterher. Also ich wollte jetzt quasi das nachholen und das andere mache ich halt hinterher. Genau, hatte ich auch auf dem Schirm. Cool, dass du mir mal geschickt hast. Genau. Nee, also jetzt hole damit ich quasi irgendwann aufhole. Ich bin jetzt, weiß ich auch gerade gar nicht, wie lange Discord jetzt geht. Ich mache jetzt noch eine Stunde heute noch und dann bin ich halt für heute durch. Deswegen. Aber danke für den Hinweis. Genau. Ja, bestimmt. Ich werde auch nicht vorher schauen. Und das will ich jetzt auch nicht spoilern. Ich guck's mir einfach nach der Future Game Show an und reagiere drauf blind wie immer. Deswegen, also, easy going. War jetzt einfach gerade nur geplant, dass ich mal einfach mal so, ja, Material habe, dass ich das Ganze halt chronologisch poste. Deswegen, aber ja, einfach ein Stream mehr ist halt auch ein Stream mehr, warum nicht? Dann habt ihr noch mindestens 3 Streams vor euch mit mir. Ist doch auch geil. Genau. So, Moment mal. Genau, jetzt. Ich kann halt nicht alles gleichzeitig schauen, deswegen halt schwierig, aber trotzdem, ja, läuft. Okay, jetzt kann ich nochmal machen Werbung. Ich muss das nachher eh noch alles schneiden, deswegen, ja, aber egal. Bisschen mehr Arbeit für mich jetzt, aber ist nicht schlimm.
Okay, Leute, hier ist jetzt Day of the Devs und ich bin jetzt richtig gespannt, was ich jetzt vor ein paar Tagen verpasst habe. It's gotta be like new. It's gotta be like really, really new. It's gotta be. Oh, hello. I'm Tim Schafer from Video. Das ist der Tim Schafer, der hat Psychonauts erfunden und war auch, glaube ich, an Monkey Island beteiligt. I think it demands an entirely new term. Day of the Devs, as you know, is a 100% nonprofit where our all-volunteer curation committee finds and presents the best in new games for you, and also a chance to. Apropos donaten, ihr könnt auch gerne mir donaten, der Link ist in den Chat verlinkt. Enjoy Day of the Devs. Programmier. Lots of no? Okay. Okay. There's nothing I dread more than having to make a top 10 list of video games, but if I did, I'd definitely put Nidhogg on that list. So I'm very excited to show you a world premiere of what Messhoff's been working on. Weltpremiere, yeah. Hi, I'm Mark Essen. I'm the creative director and co-founder of Messhoff. You might know us for our 2014 hit Nidhogg. Ist so ein bisschen indie-mäßig auf jeden Fall. Flying worms that eat you at the end. Ein bisschen, More recently, we came out with Wheel World, a physical racing game about saving the world. I love making games. I've been making games since I was ja, auf jeden Fall ein bisschen Retro hier. For fun in addition to my job. So at night you might find me just sketching out ideas for little games and sending them around to friends, which is how Blood Dungeon was created. Ja. Blood Dungeon is a platforming game where you're not just ja, okay, und denke schon, dass ich mit anderen Spaß haben werde, da freue ich mich auch, aber ich wollte einfach mal jetzt das hier nochmal mir angucken. Weil habe ich einfach irgendwie ja, übersehen und so. Aber freue ich mich umso mehr, dann demnächst das eine zu gucken. Und hier ist doch auch mal ganz witzig, also ein richtiges Oldschool chaotisches Stück auch. Und hier reden halt die Entwickler persönlich mit einem, also zu einem, das ist auch halt ganz cool. Halt Spiele, die ja keine großen Entwickler-Studios haben und so, ist denke ich auch mal ganz cool. So I'm excited to share it more widely when it comes out this year. Dungeon. Okay. The coolest thing about video games is that anything is possible. However, it is likely impossible that you could guess what this next game is. Okay, New Blood Presents. Das ist ein Spiel, das ist ein Film. Okay, bisschen horror-mäßig. I'm Andres Bordi, and I'm Mason Smith, also known as Airdorf, and we are very excited to show you the debut of our game, which is a retro survival horror with live action cutscenes. Ah, nice! Leute, wisst ihr, es gab doch so einen Prototyp für den Game Boy. Da gab es nämlich einen Resident Evil Port für den Game Boy. Das war dann die erschienen. Special effects team right here in their Pixel Oregon. Aber cool, so ein bisschen retro-mäßig und so und auch mit Filmen. Ja, okay, gönnt ihr auf jeden Fall. Meine Reaction kommt auch auf jeden Fall nach. And she finds out that the nightmare is real and now she's trapped inside.
hat echt ein bisschen was von Game Boy Color. Somnia has Prince of classic Persia, survival irgendwas gameplay in that der you Art. remember from games like Resident Evil, but it has this super retro, chunky pixel aesthetic. And in order to survive, Julia has to solve puzzles and collect items and also manage her consumables if she's going to make it through. Ja, so Inventarmanagement wie in den alten Spielen. Geil. So once I was playing Faith on streaming, and I said I would like to do something like this. Yeah, and in 2023, Dave Autry came to me with the trailer for Eko Fresh Hauptvideo, and he said, "Hey, I want you to check this out and let me know if you think this would be a good title for us to publish." So I had known Andres and Tobias and the guys at Cybot Studios down in Argentina for quite a long time, and I knew how much Faith inspired Somnia. So I said, guys, there's really only one way we're making this game, and that's if Airdorf signs on as executive producer. Andres was the director of one of my favorite horror short films, Alexia. Ist echt, aber generell einfach halt Wahnsinn, wie viele verschiedene Spiele schon gehen, dass jetzt in den letzten Zeit so kommen. Also einfach weil jetzt Juni ist. It's something that it hasn't been done in a really long time, specifically combining this retro style gameplay with live action scenes that look this group. And besides filming on sets, they also filmed on location in several places in Buenos Aires. These cutscenes bring a lot of talent from the film industry in Argentina, and also television, and also the theater industry. And also the monsters that you see in pixel form during regular gameplay make an appearance in live action, and they were achieved Das ist auch das ist eine Mischung aus Pixelgrafik und Live-Action-Filmen. And absolutely no generative AI. Okay, und keine generative KI. The game and the cinematics get really crazy and psychotic towards the end, and I can't wait for y'all to play it. Thank you for giving us the opportunity to show Das sieht doch echt ganz interessant aus. Later this year on October the 16th on PC and consoles. Somnia, Retro Nightmares, Real Life Horrors, October 16th, 2026. Ja, nicht schlecht. Get ready to get your groove on with our next title, Mr. Records. Two of the game's designers, who you'll meet in a moment, are also its composers. Mal schauen, was jetzt noch French kommt. developer Glitches has put together a combination of mechanics and music that'll leave you nodding your head and tapping your feet. Enjoy this world. Universio Revelio is what people call that now. I'm good at that. Enjoy this Ey, world. immer wenn da was Plötzliches kommt, dann zucke ich halt erstmal die Spastigkeit. Hi, I'm Charles. And I'm Valentin. We are the composers and game designers behind Glitchy Studio, creators of Headbangers Rhythm Royale and Musical Story. Our small studio focuses on crafting innovative music games, and today we'd like to introduce our new project, Mr. Records. This is George. He has an extraordinary gift. He can travel through music. As soon as he hears the first notes of the record, he's transported into Nintendo style. and interacts rhythmically with the environment and unfolding events. Send in your ears, give up your fears. A wide range of musical gameplay experiences Finde ich halt generell so cool in diese ganzen Indie-Szene, dass da einfach halt die Spieler halt so derartig kreativ sind und so. Also klar, so hat er bereits Games Fest und Xbox Showcase geschaut und so. Da gab es ja auch halt so Banger wie Senua oder halt Resident Evil Veronica Remake und so. Und sowas hier ist doch auch halt ganz cool. Einfach halt kreativ und inspirational. Everyone has their own way of expressing what they're looking for, along with a distinct personality. Their stories intertwine with George's, creating a narrative that is intimate, humorous, and heartfelt. Es geht wohl irgendwie um Musik und um die Musik zu reisen, okay. LexRay Office, geh weg. Danke.
Selling records allows you to acquire new ones to play, forming a fresh and surprising gameplay loop. As composers, this record shop setting is really inspiring, as it gives us the freedom to explore a wide range of musical styles. So this is George's life, told track by track. Over 45 songs, each tied to a moment, a memory, or a feeling. We had so much fun creating and recording all those songs, and we'd like to give you a quick preview of the result. Okay. Ist jetzt die Frage, soll ich jetzt auf leise machen oder nicht? Also mache ich mal nicht auf leise. Die wollen ja, dass wir das hören. Aber cool, dass die sich halt so viel Mühe geben, da richtige Songs zu machen. We're a small team of 4, and we've poured a lot of heart into this game. There's still so much more to share about Mr. Records, so stay tuned for more updates coming soon. Bye! Mr. Records. In the spirit of camaraderie with fellow Canadians, Day of the Devs alums, and makers of Spiritfarer, here is Thunder Lotus with some exciting news. Hello, my name is Jen, and I'm a game designer. I'm Stefania, I'm our director. We're from Thunder Lotus in Montreal, Quebec, and you might know us from our game, Spiritfarer. For the past 7 years, ja, doch, Spiritfarer ist mir ein Begriff. Our latest game, 33 Immortals. How many games have you played where you really wanted to play with random strangers? How many times have you felt Also jetzt nicht Expedition 33 und 33 Immortals, okay? Or wondering if you're good enough? Welcome to 33 Immortals, our co-op action roguelike for 33 players. Unity, yeah, that's the engine connect. Through instant matchmaking, you tear through hordes of enemies sent by God to punish you and rebel against the wrath of God together. You can play solo if you want, or with 1, 2, or 3 friends, because in 33 Immortals, everything is about cooperation. Okay. We spent a lot of time designing the game so that you want to play with others, even if you don't know them. There is no voice chat in this game. Use in-game emotes to communicate with your fellow rebels. Combine your strength, whether you're a tank, specialist, ranged, or melee. Okay, es gibt da kein Voice Chat, man kann aber so mit den ganzen Emotes kommunizieren. Because with every run, you get stronger. Super oder folgt mir oder Juhu oder Rückzug oder so. Than the wrath of God. And the best part, you never face it alone. You face it together. 33 Immortals releases this summer. So come join the rebellion. Ja, cool, so echt so ein paar kleinere Titel, die auch halt ans Tageslicht kommen. Klar werden die jetzt nicht an die Größe von GTA 6 im Leben nicht rankommen, so, aber trotzdem geil. So pop on your waders, folks, and grab your lures. From Dream Dock, this is Dreadmore. Hi. I'm Rostislav Fedorov, CEO of Dream Dock Studio, and today I'll be talking to you about Dreadmore. Sieht cool aus. Wenn ich jetzt fischen eher langweilig wäre, aber gut, trotzdem. Set in a world where long ago a catastrophe took place, changing the land, water, creatures, and the people who survived. Now it is a dark, dangerous place that is flooded and rotting. As the player, you travel on a fishing boat that is your lifeline in this world, but that also means it is your responsibility to keep it filled up and repaired. Cool aus vom Outside her. From place to place and meet the people living in this world. Those people can be quite strange, but you'll find that as you talk to them, you'll pick up quests and learn a lot about the place that they live. The most important part of the game, fishing.
We made sure that fishing is not just a simple minigame. You start by checking the water, casting your line, and then you wait. What happens next depends on what bites. Okay, also was als nächstes passiert, kommt drauf an, wer als nächstes so weiß. Okay. The right rod, bait, timing, and Klingt some gut. with a completely different approach. And if you want to catch the rarest of creatures, you'll need to be at the right place in the right time. Anything you catch can't be sold to traders or broken down to use for crafting. You can Okay, also also man scavenge kann and salvage die Beute materials that you verkaufen, man find. kann das mit You use a Sachen harpoon to zu pull craften. floating debris. One man's junk is another man's treasure. If you won't go too deeper into the game, you have to craft bait. Ist jetzt nicht so meine Art Spiel vom Gameplay her, also die das ganze craften und so und Ressourcen sammeln. Aber optisch sieht gut aus. What the game has in store, so make sure that you wishlist the game and join our Discord to stay updated and get more information about our game. Ende des Thanks Jahres. for tuning Okay. in and welcome one and all to the world of Dreadmore. Nice, sieht gut aus, finde We've ich. got some news from a game we've been following for quite some time. It's from a Canadian studio that knows their retro. Welcome to the end, hero. When would you like to begin? Ist das dieses Elliot? And I'm Robbie. Nee. We're the co-founders of Real Games, a small Canadian indie studio. Sah ein bisschen aus wie Back in high dieses school, the two neue of us Spiel made a von promise Square. to each other that we would one day make a Aber- love letter to the JRPGs we grew up on. Games like Chrono Trigger, Final Fantasy, Xenogears, the sorts of games that we played Chrono right after Trigger, school, huddled best next to a Spiel. CRT, and the kind of games that decided what we wanted to do growing up. That was over 20 years ago. A few years back, we walked away from our jobs to actually go and do it. The game is called Threads of Time, a turn-based, time-traveling RPG. Some of what you're about to see here Geil, today ist so ein hasn't been bisschen shown wie anywhere else, Chrono Trigger including und the first look at our time ship, the Needle. auch You überhaupt. captain the Needle, and you fly between the eras. and Das gather ist party members from High across Quality. all in a quest Geil, to gefällt restore mir. the order of the fallen Time Knights. You can go to the future, you can go to prehistory and see the dinosaurs. Wow. And if you'd like, you can Geil. even prevent them from Also extinction. jetzt das and see Spiel, them da will ich mir evolve direkt through holen. time. Das sieht so gut aus. Combat is turn-based, the kind that we grew up on. Each character manipulates time in their own way with the goal of interrupting enemies' attacks. Einfach Chrono Trigger in modern, geil. Between party members. Also wirklich Time is wirklich the through line cool. for our whole game, and you'll definitely feel it in combat. The team that we've put together still does not feel real to us. We've been able to find all of these JRPG fans from across the industry, from AAA veterans to indie darlings who've worked on games like Shovel Knight and Deltarune and more. We're also super fortunate to work with legends from Es gibt- Japan, whose work on Final Fantasy, Xenoblade, and more is part of why we're here today. Wollte ich ja sagen, also die arbeiten mit denen zusammen. Also die haben denen wohl geholfen, aber trotzdem. To create cherished game experiences, just the way like others did for us back in the 90s and beyond. That's our mission that we set out at Real Games, to craft retro-infused RPGs that awaken cherished childhood memories. So that's a bit Also about us dieses and Spiel ist eins, das ich mir eventuell echt freuen würde. and we Das ist cannot cool. wait to share more. Thanks so much for having us at Day of the Devs. Bye everyone. Aber okay, nicht für die Playsee, aber trotzdem für Steam. Ja, nice. It's not often you get to world premiere a game that's been in development for 22 years, but here we are. I first played this game back Okay, in was? 2004. It's since gone on to be released in multiple fashions, and I'm excited to show you the next Ein one. Spiel, das 22 Jahre in der Wache ist, okay. Entschuldigt, ich hätte da was, das mir auf der Zunge liegt. Hoppers ist jetzt auf Disney Plus. Okay, also der hat es das erste Mal 2004 gespielt und das ist jetzt wahrscheinlich immer noch geil. Disney Pixars Hoppers. Werbung. Ja, ist sehr gut. Oh, hi there. Hi, I'm Mare.
I'm Reagan. And we're MetaNet Software. You might have heard of our games N, N+, and N++. Today we're delighted to announce that we're back on our bullshit with a little something we like to call N plus infinity times 2. Endlos und endlich mal 2, okay? Of the world's best platformer. TM. And we're so excited to tell you all about it here at Day of the Devs. For those of you who aren't familiar with our games, they're a bit different from other 2D platformers thanks to their unique momentum-based movement mechanics that give them their own distinct flavor. We call it parkour platforming. So you play as a ninja, gracefully and effortlessly flowing through the levels. It's all about okay, man spielt als Ninja und Unlike the previous games in this series, N plus Infinity times 2 man is not so much hat about the hardcore single-player dieses Momentum beim There Springen. will, of course, be a solo campaign for you to hone your ninja skills. Instead, this one is about platforming. Sieht ein bisschen trippy aus, aber irgendwie auch ganz cool. We've taken our unique brand of acrobatic, virtual athletic 2D action Und auch halt so Retro, ne? So ein fresh, bisschen. local and online multiplayer game modes. Some game modes are tried and true staples, some are new to the series, and some are new to the world. Mingle player, co-opetitive. With this game, we're really Ouroboros-ing the lexicon. You'll be running around with your friends, luring enemies into your opponents, making the ultimate Okay, sacrifice sieht schon fast for your aus wie teammates, dieses and Game punching and each other Watch with rockets. von früher. That's my favorite part. Oder so Smash Brothers, aber nur in So Stichmännchen. it's an easy game to get into, and anybody can pick it up and play it casually at a party. But there's no skill stealing, so it also supports legit competitive play. We like to think of it as couch-ready, tournament-worthy. We've been making this series for a disturbingly long time, and we're very excited to put our 2 decades plus of game design experience into your hands. This is going to be launching sometime next year on all the platforms. Also die machen das halt wirklich 22 Jahre lang. We can't wait to play with you and see what you think. And most importantly, please wishlist N plus Infinity times 2 on Steam so that the algorithm doesn't hate us. Thanks so much, Day of the Devs, and enjoy the rest of the show. Thanks. Bye. Sometimes, a game transports you through the looking glass into a world that you can't help but be fascinated. Obwohl ich gerade von der Mücke gestochen, gerade der Arm hier Swedish irgendwie. developers Aber Choose Such a Good Horse have created an action roguelite with a wild, unique world that you can explore solo or with friends. So settle in and get ready to hear the story of one strange cat. Oh, hello there. My name is Morten. I'm working on a small Swedish indie studio called She Was Such a Good Horse. We're working on a game called Into Dunwell. It's a rubber okay, hose also roguelite ein Spiel aus Schweden. game. Sie war ein guter Pferd. Okay. Hey, dude, you made it! Gonna Echt sit cooler down. I Artstyle. was just about to tell a little story. Have you ever heard about this very unlucky cat? No? All right. So he was just walking around town, and I always wondered, how did he end up in this? Das kommt mir bekannt vor. Hey, geil. Whole life savings. His dreams of domination ended up in and he was popping pills for the thrills, you know. Ey, der sieht auch sehr gut aus. Ey, also ohne Witz, ich bereue das gar nicht, dass ich das jetzt mir anschaue. Macht Bock. Ich wusste ja gerade gar nicht, was mich zu erwarten würde. Aber nice. But nah, he failed. Anyways, the moral of the story is... Sorry. Into the Unwell, okay. It's always a pleasure to debut games in Day of the Devs that intertwine the personal stories of their creators. This world premiere Why debut? is intimately special and worth paying attention to. Okay. Toasty.
Okay, just gonna watch some highlights real quick and check some emails. Where were we? Okay, auch interessant. Come on, focus, focus, focus. I'm Case. Das sieht so ein bisschen aus wie die alten sowjetischen Sachen. In New York City. Hey everyone, I'm Todd Anderson. I'm a software artist, poet, and educator based in New York City, and I did gameplay design and code for Bub. Since I was a little kid, I've always liked drawing, whether that was with pencils or markers or scissors or collage, whatever I could get my hands on, really. And I wanted to create a gameplay Krass, wie that showed off Animation all those different styles in different worlds. The main story takes place in New York City, but Bub is an artist, and he's constantly bringing the player into his memories and into his art. And so you might dive from a pen and ink style New York City directly into a childhood school hallway and into a show choir performance where he's nervous if he'll be able to dance correctly. It's that approach that gives the game a very textural feeling, and those textures mimic the emotional underpinning of each scene. 3 years ago, Todd and I were making really good progress on the game. We lived in the same neighborhood in Brooklyn, and in the afternoons we could walk to each other's houses and work on Bub. But something unexpected happened, and I got really sick and was diagnosed with multiple sclerosis. And during that time, I lost a lot of my vision, my dexterity in my hands, and it was basically impossible for me to make art. So Todd and I focused on our friendship, and I focused on healing. And little by little over time, the old connections that had always existed in my brain, the ones that told me how to make things and how to use my hands, they started to come back. I had a choice. I could keep looking down into the bottomless pit of despair, or I could focus on how many good things had happened to me in my life, how many good people I'd met. I decided to go there and focus on gratitude, and that's become a central theme of the game. But it's ultimately a hopeful story and about drawing connections between your own hardships and difficulties and using that to connect with other people and appreciate what you have and share it with others. Bub is also a game about New York City. It's a place that both Case and I have lived and made work for over 10 years, and we wanted to capture some of that energy of being a young person, figuring out what you care about, alongside a bunch of other people that are just trying to do the same. We've been lucky to collaborate with our talented friends. Adam Schatz has laid down a blanket of music and sound throughout the entire game. Asher Kurtz has written Also auf jeden Fall visuell erstmal beeindruckend und auch abwechslungsreich. Fresh off of his supporting role in the film Weapons, is the voice of Bub. Life used to feel like a coming of age that was never gonna end. Then it all changes. And our friends at Some Point Sound built a rich layer of effects that's really bringing the game to life. We're so excited to share this game with you in 2027, and please follow along with us on our Steam page. Aus wie ein Ronaldinho. Bisschen. I first met Mike Boxleiter in Iowa over a decade ago when he was making incredible mobile games. He went on to create Secret Hitler, which is a huge success in the board game community. Now he's back with a few friends to make a new video game, and they're here to show you a world premiere of what they've been working on. Okay, ich glaube, ich habe was gehört. Wisst ihr, was noch mehr Macht hat? Okay, Hälfte haben wir durch. Jetzt kommt noch mal die andere Hälfte. Lazy River is a co-op first-person shooter set at the galaxy's most unregulated water park, Water Station 1. The water park is connected by an infinite lazy river that runs the length of the park. Since the water park is on a space station, they can only use special space water.
Because of the special properties of space water, you should not pee in the pool. If you do pee in the pool, the pee will go back up into you and turn you and everyone else in the water into zombies. Okay, lol, wenn du in den Pool pinkelst, kommen Zombies. All of my friends are at the park for a fun vacation, but one guy peed in the pool, and now everyone else in the park is a zombie that wants to kill you. You'll need to build a raft and ride the lazy river Okay, all over geil. the park to Also escape. irgendwer hat da im Spiel in den Pool gepinkelt und jetzt It's your floating wollen base, your dich halt die greatest ganzen resource, and the Zombies strongest weapon in the Okay, game. lol. Start building by Was für gathering eine inner tubes Idee. and lashing them together. Crazy. You'll have to leave your raft to scavenge for materials from around the park, however. The whole place is infested with zombies, but lucky for you, once the zombification process is finished, the zombies are vulnerable to water. Fight them with pool noodles, water guns, and water balloons, and make your way back to the raft with your loot. On your raft, you're safe from the zombies. Okay, was Unless you vom get some Stil hot her ist dogs. jetzt You're gonna get hot grad dogs. nicht so meins, aber trotzdem witzig. If you get hurt, cook up some hot dogs on the grill to regain your strength. Use scavenged materials to craft armor, turrets, and engines for your raft. Make sure to build something balanced and don't make it too heavy. A raft that can't drive straight is a sitting duck. Build smart and create your own custom floating fortress. There'll be some trouble afoot. You'll need to choose your path along the river carefully. The robot security forces will set up blockades and strong defenses. Get too close, and they'll shoot out your inner tubes and damage your raft. And make sure not to set off the park alarm system. Setting out the alarm will start the park's Okay, self-clean also cycle, gibt which auch will so ruin eine all Anschluss organic life in und the so. area. That Nice. would really ruin your summer vacation. It's maybe moving a little faster than we're moving. I've been making this game with 4 other amazing Eskalation. talented devs from across the country. We're excited to announce Lazy River is coming to early access next year, summer 2027. Please wishlist us now on Steam. Thanks so much. Uh-oh, I'm dying, help. All right, we'll have these on earrings before we die. Our next title is as complex and thought-provoking as you'd expect from developers Sunset Visitor. The Vancouver-based studio created Peabody-winning 1,000 Okay, ein times echtes Spiel wird and their das next game is looking just as vorgestellt. intriguing, innovative, and slightly unnerving, in the best way. I'm so excited to present Prove You're Human. I have dreamt so long of my body that I know everything about it. I have dreamt it into existence. They say you think you're human. Interessant aus. Oh, welcome. My name is Pinky. I also go by Natalie, and I am narrative designer at Sunset Visitor Studios. In Okay. our upcoming game, an AI dares to dream that she's human, and it is your job. Okay, unsere aller Adventure where you play Realität, as Santana. dass Split KI your consciousness uns into alle two, and you've irgendwie been uploaded to a digital world to work. On your first day, you head into the office and you meet a giant face extended off of a mechanical arm. This is Messa. And day in and day Like out, Messa. you spend time with her. And through doing rather esoteric captchas, you learn more about her as she learns more about you. Okay, einfach Capture-Bilder erkennen. My name is Daniel Bolio. I'm an artist here at Sunset Visitor, and my background has mostly been in animation here in Vancouver. My first project in games was a game for the Nintendo Switch called Boreal Tenebrae. Animating Messa is, we're approaching it in a unique way, where we're trying to have this balance where there is enough complexity in the animation system so that she's able to hit all these poses and expressions and micro-expressions that we want her to hit, but also have the system intuitive enough that the writers are able to control a lot of that animation from within their writing Okay, documents. also sie wollen ein System bringen, das sowohl rein able to irgendwie suggest gut animations for her to do in aussieht the und writing document viele is
Animationen oder auch eins, wo die Leute auch Some interesting challenges for Mesa is just how big she is in frame. Like I've been finding that really like subtle micro expressions that usually you wouldn't be able to read on a character, they're all you need to convey an emotion on Mesa face. She can be very serpentine, she can be very robotic, but she can also be very organic. So there's a lot of different ways that she can be animated and a lot of different kind of modes that Mesa face can hit. Something is different about Mesa. In the middle of the night, you catch her muttering to herself about a body. And not just any body, her body. She is certain that she has a body just like you, which is impossible. So, of course, you do not believe her until one day. Ja, jetzt, genau. Prüfungen. Also quasi einfach ein Capture-Spiel. A developer who isn't afraid to peel away the layers of the humanity onion. Video games. They should always be fun and lighthearted and designed to make us forget about all the worries in our lives, right? Right? Wrong. I'm Florent Morin from The Pixel Hunt, and we are known for making video games about the most depressing topics imaginable, like forced migrations, or grief, or child abuse. Also, we made one horseback riding game, but this one doesn't count. But why would we do that, you ask? Well, it's not just because we are a bunch of mean, depressed French wannabe existentialists. Of course we are, but we also believe in the power of video games to tell stories that you will care deeply about. Stories we can't afford to ignore. So let me tell you about Ithaca. In this narrative road trip RPG, you play as Penelope, a 30-something environmental rights lawyer who spent the last decade trying to sue companies and RPG also. Today, you hop in your car and decide to drive to a place called Ithaca, where you're supposed to meet with friends from the Earth Protection Association you just joined. A perfectly normal thing to do, except there's the boss of a big petroleum company tied up in your trunk. Ithaca starts at the game where you, the player, have to figure out what's going on. From the comfort of your vehicle, you'll be able to call and text Penelope's friends and family. You'll get to know her better as she pretends everything is normal. And as the story is moving forward, you'll gain experience points that will allow you to shape her personality. Depending on your skills, you will pass or fail checks that will open or close new narrative routes. You'll also be able to explore your own thoughts in search for answers about who you really are. Stop in service stations to meet with strangers. Investigate the interior of your car for clues that may have been planted there. Or call mysterious phone numbers to learn info that will shed a new light on the operation of your car. And in the end, you'll be left with the most complicated question Penelope has ever faced. Ja, okay, also quasi das erste Auto und da kommen lauter Entscheidungen und so und auch Nachrichten. We're not making Ithaca to give answers. We're making it because we're living through questions that feel increasingly hard to avoid. About power. Okay, es geht nicht um die Antworten, es geht um die Fragen, die man immer wieder halt lebt und die man nicht hingehen kann. Okay, krass. And we hope Ithaca will be one way to sit with those questions for a while. Carefully and comfortably. From inside a car that keeps moving forward. If that sounds interesting to you, we've just launched a Kickstarter and a Steam page. And we hope to release the game in late 2027. Okay, man kann das Spiel auf Kickstarter unterstützen. Sehr cool. Ever since we first showed this next game, we've been eagerly anticipating its release. Well, have we got some news for you? Hi there. My name's Will. I'm part of the dev team here at Radical Forge, and we're working alongside the guys over at Games to bring you Screenbound. Ja, geilen Gameboy. Now, previously on Day of the Devs, Crescent Moon talked about how they initially came up with the idea for Screenbound and showed off some of the early mechanics. But today I wanted to talk about the narrative and show off some of the design choices we've made.
Okay, das ist trippy. Okay, wow. Das ist quasi Gen Z das Spiel. Du bist gerade vor einem Abgrund und schaust quasi auf den Bildschirm. Alter, okay. Also quasi wie die ganzen Jugendlichen heutzutage, die den Augen vom Bildschirm nicht lassen können. So, dass man da den Bildschirm braucht, um da Sachen. Okay, eine Mischung aus Mario Bros. Und Game Boy, aber auch halt das Ganze in der Welt da. Geil. Okay, lol, du guckst weiter auf den Bildschirm und auf die Welt. Das ist eine krass umgesetzte Idee. Gefällt mir. And this one we wanted to shake things up a little bit and change perspectives from a side-scrolling platform type game to a top-down adventure game reminiscent of the ones from the late 90s with a whole host of new mechanics, enemies and challenges to overcome. So keep an eye out for more in the coming months. That said, we're happy to announce that the game Screenbound will be coming out for release across all platforms September 10th, 2026. But you don't have to wait till then. We actually have a demo going live right now on Steam. Okay, so eine Demo gibt's jetzt auch auf Cast your minds back to a simpler time, because it's time to become Screenbound. Ja, Fortnite. Bei TikTok gibt es über 50 voreingestellte Sicherheits- und Lukas Podolski. Okay, jetzt geht's weiter. Okay, Zelda-mäßig. Heißt ja auch Stream bauen. Also, okay, das Name ist passend. Coole Idee. Leider zu realistisch. Das machen ja ganz viele. My name's SB over at Red Moon Workshop in Austin, Texas. Our team's been super hard at work on a brand new type of roguelite with combat inspired by classic fighting games. So check out the trailer for Shot One Fighters. Also ein paar Spiele sehen echt interessant aus, muss ich echt sagen. Okay. Roguelite. Ja, okay, so ein Video, so ein Prügelspiel quasi. Wo du aber anscheinend irgendwie deine ganzen Fähigkeiten und Kombos halt nach Hotla gewinnst und kombinieren kannst. Okay, einfach ein Kühlschrank mit Raketen, okay. Geil. Okay, das war wohl ein Bosskampf. LOL. Short One Fighters. Okay. And that was a trailer for Shot One Fighters. Currently, you guys can wishlist the game on Steam as well as follow our game on Kickstarter, which is coming very soon. Thank you guys for watching, and we really appreciate the opportunity to be on Day of the Devs. I also want to give a shout out to our community and our fellow devs working tirelessly to make this game a reality. We cannot wait to show you guys what's coming next for Shot One Fighters.
Yeah, nice. Our next title is from Happy Broccoli Games, a small team based in Berlin. Happy who are most Broccoli well known for Games. bringing us the cozy mystery Yeah, guy. solving duck detective series. Their new game offers a different type of mystery to solve, and it's a world premiere. People better watch out, because there's about to be an attempted murder around here. This is Apple Crumble. All right, Grandma, here we are. Don't open the door! Okay. It's that prick, Ellen. Hey, Jessatron! Okay, crazy. Also, Oma hat Geburtstag von die Familie I'm Anna Musical. from Happy Broccoli Games. You may know us from our games, such as Deutschland. Secret Okay. Salami. I'm the duck detective. Ah ja, das ist ein Deutsch-Spiel. Cool. It's the Salami Bandit! However, today, I'm very excited to be sharing with you an exclusive first glimpse of our newest title, Apple Crumble. Okay. The game is simple. It's your grandma's 84th birthday party, and one of your family members is trying to murder her. Yeah. Could it be your stressed out mom? Your midlife crisis uncle? Ja, so ein bisschen Detektiv-Rollenspiel. Has been Okay. acting weird lately. Just ignore the weird man in your bedroom for now. We at Happy Broccoli Games are big fans of thriller narratives. We've been drawing inspiration from things like Agatha Christie, Knives Out, Mouthwashing, and many more. Reconnect with your dysfunctional Einfach eine Liste liegen. explore your childhood home, and work out who you can trust before it's time for tea. Apple Crumble is a creepy, cozy walking Business für Dum-Dums. Run through your family's Okay. belongings and uncover the secrets they're hiding from you. Apple Crumble is a suspenseful, interactive story, and will be piping hot out of the oven later this year. We hope you enjoy Grandma's birthday, and remember, everyone is a suspect. Ja, okay, war eine coole Idee. Cooler Plot auf jeden Interacting Fall. with the world is slapping stuff? Well, your dreams have been answered. Check out this world premiere of Turbo Button's new game, Slap Out of It. Hi, I'm Nick from Turbo Button, and I'm excited to introduce you to Slap Out of It, our slap and solve adventure game coming to PC and console next year. Our world is broken. But at Puzzle, we're putting it back together piece by piece. And we want you to join our family of on-demand experts to solve the problems of our paying customers with a personal touch. Think you have what it takes to be a puzzle-solving ninja? A rock star who's not afraid to get your hands dirty? A loner with no friends or family who'll come looking for you? Then reach out and become a Puzzle Pal today. That's where you'll apply skills like personal tutoring, junk removal, dry docking, commercial plumbing, tech support, caretaking, print-based marketing, whatever the hell this is. We'll slap out of it together. Slap Out of It is an interactive comedy sandbox filled with silly puzzles inspired by classic point-and-click adventure games. You'll be tasked with exploring a very odd office building, where each floor is a gateway to another world, filled with new characters to meet and strange secrets to discover. Okay, also immer eine andere Welt. Das sah ein bisschen aus wie diese Duolingo-Eule. Ein bisschen. And just about everything and everyone react to your slaps. You'll also find a bunch of useful items along the way. Okay, also einfach mal alles hauen und gucken, wie die Welt Some items have reagiert. special uses, but of course, you can slap with every item as well.
The more you slap, the more you learn about how the world works. But don't expect everyone to be happy about that. Lol. Our team is dedicated to comedy and celebrating the art of dumb. Up till now, we've been known for making a bunch of silly VR games, but Slap Out of It is our first time stepping away from VR entirely. It builds on some of our past work while exploring lots of new ideas, and it's all meticulously handcrafted to keep you thinking and laughing at the same time. We've spent years iterating, editing, and polishing, and we're so proud to say this is our dumbest game yet. We're also excited to be working with Ben Starr, who joins us now to share a little about what this project means to him. I don't know who you are, I don't know what you want, but of course I'll do it. Ja, okay, lustige Idee auf jeden Fall. We'll have more news to share about Slap Out of It soon. Einfach Thanks for watching. Boom. Please pretend that you'll buy the game by wishlisting now. We promised you a lot of world premieres, but it's not very often we get to show you sequel, follow-up sort of things. This next one is from our buds over in England, and it features a very familiar cast. Okay, Werbung. Es war auch gleich kommt das Ding. Hello, I'm Gavin Price, studio head at Platonic Games. And I'm Chris Sutherland, programming lead. We're absolutely thrilled to be here to introduce you to the next chapter for our favorite buddy duo, Super Ukulele Cards. Super Ukulele. Ach, Ukulele. Ich hab gerade gehört Ukulele. Okay, ich war gerade verwirrt, okay. Ukulele are back. Ukulele war ja dieses Jump and Run Spiel, das sah so ein bisschen aus wie Banjo und Kazooie und so. Aber jetzt ist halt wie Mario Kart nur mit den. Cool. Of its many mechanics, tracks, items and perks. This isn't just a Sunday drive, it's a high-speed, high-skill, pixel-perfect racing showdown. Think of it as the definitive. Ja, hat ein bisschen was von Mario Kart und von Crash Team Racing. At Platonic, our goal has always been to inject a bit of that classic fun and character-driven magic back into the industry. Stimmt, Platonic kommen ja auch bekannt voneinander. Das sind ja auch die das gemacht haben. Sehr cool. We can sense when sometimes things have drifted too far from much of what we believe made those experiences so fun in the first place. So viele Spiele, so wenig Zeit die alle zu spielen, das ist ja unglaublich, ey. Super Ukulele Kart is quick to pick up, but for hardcore genre fans, we're one-upping everything you already know and love from the best karting games and ramping up the skill level even further, with new racing techniques, unleashing outrageous attacks on your opponents and gaining every advantage possible right up to the finish line. Not only that, we want you to be able to have your karting cake and eat it too. With Super Ukulele ja, basically einfach mal wieder so Mario Kart nur mit anderen and flexibility, guaranteeing endless ways to compete with your friends to whatever extremes you desire. We can't wait to see you on the track and test ourselves against you too. Thank you so much for letting us share Super Ukulele Kart with you today. We've been fine-tuning this one for a while, and it's a relief to finally have it out of the garage and into your hands. If you'd like to support us, please do head over to Steam to follow and wishlist the game. It truly makes a massive difference for us. We'll also be hosting a series of beta tests very soon, so do keep an eye out for how to sign up. We'd love your help in getting this across the finish line and making the game the definitive karting experience. Thanks for watching. We'll see you on the starting grid. Cool. Can't wait to reveal more features soon.
gerade kaufen, also. All the way from Poland, we've got some news from the creators of The Invincible. Oh, hi. We are Starwood Industries, the team behind Okay, Into jetzt the Fire. rollen. It's a cataclysm extraction survival game where you have to navigate ever-changing terrain, battle against fire and volcanic demons to find and protect survivors. In order to truly capture the high-stakes pressure, obviously, and fire physics itself, we didn't just read the manuals. We took part in a fire safety training and participated in professional research sessions. And honestly, we are probably the most fire-ready team in the whole industry. You could say, in other words, that we truly know how to handle the heat. It was supposed to be a quiet trip, but this place Okay, dann was sieht already doch breaking. schon ein bisschen besser aus. Nice. Nothing's settled ground shifting, rocks coming down. You'll feel it soon enough. You know what to look for. Bring it back. Don't stop moving. Okay, so ein Welt geht runter, Survival-Spiel mäßig. Every time we go out there, the island takes a little more. More ground, more paths, more people. And the fire brought more than ash. The locals turned. The cults emerged. And the island fell apart. Nice. We bring back whoever we can. You make the call. Push further. I'm going in. Or turn back. Test run around final. 30 seconds to RV. I'm coming for you. Almost there. Okay. So we keep going back into the fire. Oh my god, not again. Alright, listen everyone, let's put our Okay, Alarm, der eine tanzt einfach. Die haben ihren Spaß. This next game is the latest in a series of well-known cooperative puzzle platformers. That's right, folks. It's time for another... Never been seen video game screen. I don't know about you folks, but he's really trying my patience. That's not funny. Okay. Noch einer Premiere. Once upon a time, in a distant corner of the kingdom, two youngsters stumbled into trouble and unknowingly bound their fate to the realm's greatest heroes. Who are you two? They must have multiplayer. Are they trying to replace us? We're just as baffled as you are. The heroes of Trine So ein Multiplayer-Plattformer You don't need Spiel. to convince us. The last thing we want is to be stuck with a trio of fossils. Here goes. Nice. Hold on, everyone. Watch out. Don't underestimate us. Ey, da habe ich ja echt einiges noch verpasst. Bei der Gameplay. What's that? It's another magic beastie. The more they traveled together, the clearer it became that the young siblings had been keeping secrets. Some of them much darker than the rest. I shall see you soon, heroes. Ach, das ist Trine. 806. Ich kenne die Reihe, das wurde mir voll oft noch auf der PS3 vorgeschlagen. Games like Martha is Dead. Their third entry, When Sirens Fall Silent, looks like it's going to be an upgrade of everything they do best. I can't wait to dive into the mystery on this one. Check out When Sirens Fall Silent. Okay.
When silence falls silent. I am Luca Dalco. I'm the founder and artistic director of Reagiere Studios, a small 10-person company specialized in narrative-based psychological games. Our first games were The Town of Light and Martha is Dead. When Silence Falls Silent is our third title. Hey, was alles noch? Wo geht ja 6? Kommt das hier der Wahnsinn? These stories we try War to wirklich. explore forgotten people, voiceless people. We aim to shine a light on their suffering. Leute, ja, wir haben es gleich geschafft. Also nur noch so 5 Minuten und es ist fertig. In today's world. Holy shit, what happened here? You hear that, kid? I bet he's exaggerating. Come on, let's get on with it. When Silence Falls Silent is Hey, a dark Game Boy. psychological thriller with horror undertones set in Italy in the early 1990s. The player takes on the role of Mila, a rookie police officer who is unexpectedly pulled into a major case triggered by the rampage of a serial killer. As the investigation unfolds, Mila becomes increasingly vulnerable, and the boundary between reality and supernatural grows even more blurred. We address many complex and controversial topics that we believe deserve more attention, like human trafficking, addictions, trauma, and misogyny. That missing girl in the photo. Are we going to save her? It makes me nervous to think she's depending on us. Yes. I'm sure we'll be the ones to find her. And you will become the new commissioner. Instead of that pathetic little man. I don't know about that. You like to fantasize, huh? Characters are at the core of When Silence Falls Silent story, and we are placing a strong focus on character interactions alongside a structured and rich gameplay experience. Rollifahrer, Inklusion, yay! Exploration, environmental puzzles, and some rather significant surprises. The UV lamp has shown up large traces of blood. Why did that man bring me here? It must be an important clue. Oh, that lagoon is cursed. Based on previous choices, the protagonist in aber irgendwie auch gut gemacht. Emerge and significantly change the way the game's story is experienced. Ja, also ohne Witz, ne, das Beispiele sind echt beeindruckend. Klar, jetzt nicht so bombastisch wie bei dem Game Fest, wo das ja quasi dieser Hauptsport war, aber trotzdem. Thank you very much for watching. Das Cover hat es in sich. Werbung. Aber es ist gleich vorbei. Praxisnah Fernstudieren. IU, Internationale Hochschule. Well, that's our show. Thanks for watching. Thanks to all our sponsors for making this possible. Thanks to all the developers for making and sharing their games with us. And thanks to you for watching. You can go wishlist these games. That really helps the developers. And I hope you enjoyed all the Electro Surprisos. That's the cool one, right? That's what we're going with. Thank you to our generous sponsors, without whom Day of the Devs would not exist. Baller Games, 47 Communications, the Game Awards, Idea Xbox, Razer, You are nice. Active Entertainment, Summer Game Fest, Thunder Lotus, Unity, Wired Productions, and Exola. If you don't know who Exola is, they love indie games and are building a brighter future for the industry we love. They connect all the tools, systems, payments, and web shops for the video games industry. Explore all the things you need to launch. Ja, das war's wohl jetzt langsam mit der Show, A Leute. super duper special thanks to our pals at Unity. Are you made with Unity? I am. And a very special thanks to Dose One for all the beats and music in the show. And an extra special thank you to Jeff Keighley for continuing to shine a spotlight on indie games. Day of the Devs is a nonprofit organization that survives and thrives due to generous donations from sponsors, individuals, developers, and publishers. So if you are one of those people and you feel so inclined, we would gladly receive your donation at dayofthedevs.org. Thanks for watching.
Ja, nice. Hab mir jetzt auch mal geschafft zu gucken, Leute. War dann doch gar nicht mal so, ja, treffend, finde ich cool. Also dieses eine als Friends of Time und so fand ich zum Beispiel auch echt sehr nice. Und ja, geil. Nice. Yeah. Okay. Wir gucken noch zu Ende und danach mache ich eine kurze Verabschiedung. Ja, auch noch deutsche Indie oder was? Ey Leute, ich bin jetzt ziemlich fertig, muss doch morgen zur Uni und so. Muss mich auch mal ein bisschen erholen. Bin jetzt halt gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen. Jetzt heute die ganze Zeit noch Schaut schneiden und live sein. Ich denke, ich passe heute mit dem anderen Kram, aber wird auch alles nachgeholt. Deutsches Stream Indie wird auf jeden Fall auch notiert, aber ja, nicht heute. Bin jetzt auch ziemlich durch, morgen ist auch halt wieder Montag. Ja, ist gerade ein bisschen zu viel auf einmal, aber ich muss ja noch alles irgendwann schneiden, das ist ja auch noch, ne? Also ich rede jetzt gerade halt nur halt, ja, oder ja. Geil. Alright. Ja, nice auf jeden Fall. Deutsche Indie-Showcase. Ja, ich sehe es gerade. Ja, aber das nächste Mal, okay? Gut. Gut, die Leute, ich bin jetzt auch ziemlich müde, aber ihr bestimmt auch. Habt jetzt irgendwie insgesamt 3 oder 4 Stunden gestreamt. Seit 19:30 Uhr. Ja, reicht das. Ich hab gar schon drauf. Ja, okay. Auf jeden Fall, Leute, danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gut, dass ich das hier auch noch mit diesem Mikrofon hier geklärt habe. Also so in Stereo ist es richtig. Wenn ihr dieses Mikrofon aber einfach ein falsches. Genau. Und dann würde ich mal sagen, Leute, ja, danke euch fürs Zugucken. Und auf jeden Fall, ja, nice. Ich sehe gerade. Welches hier? Was geht? Geht wie gut? Ich hab's gerade am Bildschirm gesehen, aber irgendwie sehe ich das nicht im Chat komischerweise. Ey, was ist denn hier los? Warum denn nicht? Warte mal, ich aktualisiere ganz kurz. Das könnte vielleicht gar nicht sein, dass das jetzt irgendwie. Doch, hier! Doch, hier sehe ich gerade. Ab ins Bett, hallo, Bruder, Wink, was geht? Cool, dass du hier bist. Ja.
Stimmt, ja, genau, Mario Kart, Nostalgievolle. Jetzt sehe ich erst in Tippvorschweise. Das wurde mir irgendwie nicht aktualisiert. Komisch. Entschuldige. Aber hier sehe ich nicht. Geil. Danke, dass du das reingeschaut hast, auf jeden Fall. Ja, cool. Nee, ich habe ja mich gefragt, warum jetzt irgendwie der Chat so ruhig ist, auf einmal. Deswegen. Ja, genau. Mir geht's auch soweit gut. Immer halt am Rasseln, ne? So, siehst ja, denke ich, online und so. Irgendwie so, hier und da auf irgendeinem Event und dann noch so im Hintergrund Werke an Projekten. Und jetzt halt, das ist jetzt gerade live, ne? Genau. Nee, also alles cool auf jeden Fall. Deutsche Indies, wobei, ja, genau, also nicht wundern, es gibt halt gerade 2 Chats, und ich streame halt richtig wie ein Profi, weil ich kann es ja zeigen, ich habe hier halt, ne, und dieses hier ist halt der Stream für mobile Geräte. Also, wenn du halt guckst, praktisch, bei mir jetzt auf meinem Kanal, siehst du, ich bin jetzt hier quasi 2-mal live. Also hier 2 Livestreams. Das ist komplett identisch, aber halt der eine ist halt 16:9, sprich halt für Breitbildformate, und das hier ist exakt das gleiche, aber halt für dieses hier, Alter. So, aber halt für Hochkant-Dinger, so, also so halt Handy und so. Habe ich halt entdeckt, so, fand ich halt auch geil, dass sowas überhaupt geht. Weil ich halt kann. So, ich musste ja irgendwie alle Geräte und Leute bedienen quasi. Genau, Grindset ist das richtige Wort. Das meiste kriegen die Leute gar nicht mit momentan. Ich, arbeite da noch so, ja, an noch anderen Projekten, die noch gar nicht ans Tageslicht kommen quasi. Aber ja, genau, mache ich mir mal wieder auf Vollbild. Deswegen. Ja, und jetzt gerade habe ich einfach mal, weil ich halt für mich privat als Mensch einfach halt gern zocke und so. Und auch halt dazu nicht ganz so komme, einfach mal geguckt, okay, was gibt's denn jetzt Neues so an Videospielen, die rauskommen so. Und ja, genau, also die ganzen ja, neuen Spiele, dazu komme ich halt überhaupt nicht so, aber jo, juckt. Ich mach halt mein Ding, so, ich mach ja, das ist ja das Witzige, ich bin ja sozusagen eine kleine One-Man-Army, also bin ich halt auf irgendwelche Rap-Jams, God of Rap, Shoutout hier an der Stelle, oder Bring It Back, Shoutout, oder irgendwie so in Mainz, ne, oder wenn ich jetzt Streams mache, oder wenn ich was auf Insta poste oder irgendwo hingehe, ich mach's ja gefühlt immer alleine. Also ich hab keine Cutter, hab keine Kameraleute, keine Manager, halt gar nichts so. Man muss halt schon behindert sein, um alles irgendwie, ja, zu organisieren da alles. Und mir ist halt irgendwie eine Sache nicht genug. Ich muss alles irgendwie noch extra machen.
Eigentlich ist ja die Main Quest, die Hauptquest in meinem Studium. Also, aber ich mache alles hier nebenher. Und ja, genau. Ja, genau. Ich guck mal, ob ich das Ganze nochmal hinterher nochmal schneide als Video. Und Twitch ist bei mir, Twitch habe ich zwar auch, bin da aber überhaupt nicht aktiv. Leider muss ich aber noch nachholen. Ist die einzige Plattform, wo ich halt nicht diese knapp 2000 Abonnenten habe. Aber ja. Was geht denn bei dir? Geht dir gut? Also, gut, dass du auf jeden Fall, dass du jetzt hier mal reingeguckt hast. Genau. Ja, ob ich die Sachen gut kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall besser als laufen, auf jeden Fall. Und ja, also mal mache ich halt, bin ja jetzt auch seit Februar, weil ich ja öfter auf Comedy-Bühnen und so, habt ihr Comedy gemacht, habt ihr vielleicht gesehen, so, im Real Life halt auf der richtigen Bühne. Das ist halt alles ganz sehr wild. So, wenn ich halt schon nicht laufen kann, dann tue ich halt andere Dinge. Ja, und läuft auf jeden Fall. Ja, cool. Auf jeden Fall, Leute. Ich würde jetzt mal offline gehen. Der Bre muss schlafen. Und sich ein bisschen, erholen und auf die Woche vorbereiten. Ich mache morgen wieder einen Livestream. Mindestens einen Livestream. Weil ich noch auf 3 andere Events reagieren wollte. Es ist halt gerade Juni ist verrückt. Nächste Woche ist noch, glaube ich, Meeting of Styles. Da will ich auch dabei sein. Aber ich kann halt nicht gleichzeitig Stream machen und im Real Life woanders sein und noch Videos schneiden. Und wie man sieht, gucken ja gerade in Anführungsstrichen nur 2 Leute. Also muss ich ja irgendwie halt auch gucken, wie ich da an die Leute halt komme. Also ich habe ja fast 2000 Abonnenten, wofür ich auch echt dankbar bin. Aber so YouTube scheint den wenigsten von euch Bescheid zu geben. Keine Ahnung, wo die anderen Tausende von Leute bleiben so. Aber jo, juckt. Ziehe ich halt durch. Und ja, genau. Also das ist auf jeden Fall so jetzt gerade mein Grind. Und Comedy ist gerade Sommerpause. Und ja, und zu den richtigen YouTube-Videos komme ich ja noch gar nicht dazu, aber das ist ein anderes Thema für sich. Also ich bin gerade einfach am Machen und am Tun, aber ich war auch hier auf YouTube recht lang inaktiv. Man mag denken, aber ich war trotzdem so am Machen und Tun und so. Es kommt die Zeit, Leute, da ist halt so, dass da einfach eine Flut von Videos kommt. Einfach eine Flut. Da werde ich euch einfach zuspammen quasi mit Videos und Sport und so ein Zeug. Wenn der Konsti sich zurückzieht, zieht er sich nicht zurück, er nimmt einfach Anlauf. So, deswegen, cool, nice. Danke, dass ihr auf jeden Fall da wart. Habe mich über die Chat-Nachrichten und einfach die generierte Watchtime und hoffentlich Reichweite gefreut. Und ja, der Wink freut sich auf. Ja, keine Sorge, der kommt früh genug. Wenn ich jetzt so meine Projekte aus dem Real Life alle so ein bisschen fertig grinde und dann kann ich einfach das Ganze kombinieren
und einfach mal so quasi, ja, alles kontensifizieren mäßig, bald, demnächst, in Zukunft. Manche Dinge mache ich auch halt gerne offline, ohne die Kamera, weil, ja, ich will jetzt nicht mein ganzes Leben so zur Schau stellen und so ein bisschen Privatsphäre muss sein und so, ja, kennt's ja nicht anders. Genau, aber deswegen, falls wer Bock hat, hier ist noch ein QR-Code für, falls mir einer mal ein paar Euros lassen will, kann ich halt für ein Mikrofon oder so oder neue Equipment gebrauchen und so, müsst ihr mir gar nicht. Und ja, ich würde sagen, Leute, ich bin mal für heute fertig und gehe jetzt mal offline. Aber Ende des Streams, das heißt nicht Ende des Kanals, ich komme wieder, keine Frage, und zwar schon morgen Abend gegen 19, 20 Uhr vielleicht. Mal schauen. Folgt mir auf Insta und so, TikTok. Und morgen früh um 7 Uhr kommt noch ein Short hier auf YouTube. Also, ja, ich mache alles selbst, ne? Also irgendwie, ja. Wenn ich halt nichts tue, erscheint nichts. So, deswegen. Dann gute Nacht euch, Leute. Bleibt auf dem Rollenden. Danke, Rocky, war cool, auf jeden Fall. Und wir sehen uns. Konz-T out. Skra!